Hallo Packraft Explorers! Heute geht es um die volle Packraft Montur. Ich zeige euch heute meine perfekte Packraft Ausrüstung, also bleibt dran! So, jetzt gehen wir Packraften. Halt, stopp! Tom, so geht man wirklich nicht aufs Wasser. Wie? So kann ich nicht Packraften gehen. Regel Nummer 1 lautet, ziehe dich entsprechend der Wassertemperatur und nicht der Lufttemperatur an. Ich empfehle dir schnell trocknende und wärmende Funktionsunterwäsche in mehreren Schichten aus Merino-Wolle, Polyester oder Vlies. Bitte trage keine Wäsche aus Baumwolle, da Baumwolle im nassen Zustand vollständig seine isolierende Wirkung verliert und deinen Körper zusätzlich sogar noch Wärme entzieht. Mit mehreren Schichten Unterbekleidung schützt du dich quasi vor der Kälte und minimierst schon mal die Gefahr der Unterkühlung. Wie du dich vor dem Wasser schützt, zeige ich dir jetzt. So, um dich eben vom Wasser zu schützen, empfehle ich dir einen Trockenanzug. Und wie der Name schon sagt, hält ein Trockenanzug komplett trocken. Aufgrund eben von Latexmanschetten am Hals und an den Armen. An den Füßen hast du meistens Socken, die auch dicht mit dem Anzug verbunden sind. Und somit bist du komplett geschützt vor dem Wasser und mit der richtigen Unterbekleidung eben auch vor der Kälte. Denn Nachteil vom Trockenanzug, der hat selbst keine Isolierung. Darum musst du immer schauen, bei welcher Jahreszeit, wie viele Schichten Unterbekleidung ziehst du eben an. Bei Männern gibt es noch einen Reißverschluss hier vorne, den sogenannten P-Zip, ist eben super zum Wasserlassen. Speziell für Frauen gibt es auch Trockenanzüge, die haben quasi dann hier hinten am Gesäß einen Reißverschluss, dass die eben auch auf längeren Touren mal austreten können. An und für sich noch ein riesen Vorteil von den Trockenanzügen, dass die wahnsinnig klein verpackbar sind, nichts wiegen und deswegen im Rucksack auch nicht ins Gewicht fallen. Grundsätzlich empfehle ich dir einen Trockenanzug mit Latexmanschetten. Nur damit ist ein Trockenanzug 100% dicht. Zwar sind gerade Halsmanschetten aus Neopren etwas angenehmer zu tragen, da sie aber besonders beim Schwimmen Wasser in den Anzug lassen, das durch die geschlossenen Füßlinge nicht ablaufen kann, sind solche Trockenanzüge fürs Wildwasser nicht das Richtige. Barfuß auf einem Fluss paddeln geht schon mal gar nicht. Jeder, der schon mal barfuß durch einen eiskalten Fluss steigen musste, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Hat dein Trockenanzug Latex- oder Gewebesocken, musst du sowieso Schuhe anziehen, um die Socken vor Löchern zu schützen. Ich empfehle dir festes Schuhwerk mit einer griffigen Sohle auf nassen Felsen und einem festen Sitz um die Ferse, damit du deine Schuhe im Wasser nicht verlierst. Zusätzlich sollten die Schuhe noch deine Zehen vor Stößen schützen, Löcher haben, damit das Wasser schnell wieder ablaufen kann und aus einem schnell trocknenden Material bestehen. Zu deiner persönlichen Schutzausrüstung beim Packraften gehört natürlich noch eine Schwimmweste mit dazu. Neben einer optimalen Passform ist bei Schwimmwesten die wichtigste Kenngröße die Auftriebskraft in Newton. Ich empfehle dir, eine Schwimmweste mit 70 Newton Auftriebskraft zu tragen. Die ideale Schwimmweste für Wildwasserpaddler bietet neben einer hohen Auftriebskraft eine sehr gute Bewegungsfreiheit beim Paddeln und Schwimmen, schützt zuverlässig vor Prellungen im Brust- und Rückenbereich, hat diverse Befestigungsmöglichkeiten und Taschen mit Reißverschluss. Neben der Schwimmweste ist das Wichtigste für deine Schutzausrüstung der Wildwasserhelm. Erstens, trage immer einen Helm, egal auf welchem Gewässer. Zweitens, achte dabei darauf, dass es wirklich ein geprüfter Wildwasserhelm ist und kein Fahrradhelm, kein Kletterhelm und kein Skihelm. Woran erkennst du, dass es ein geprüfter Wildwasserhelm ist? Schau dazu einfach an die Innenseite von deinem Helm. Da steht normalerweise die Prüfnorm CE EN 1385 drin. Die gibt eben an, dass das ein geprüfter Wildwasserhelm ist. Oder schau bei dir in den Produktbeschreibungen nach, da steht diese Prüfnorm auch meistens drin. Neben der Prüfnorm ist es natürlich auch sehr wichtig, dass dir der Helm auch passt. Er sollte nicht zu locker oder zu eng sitzen. Und ganz wichtig,
Hier seitlich müssen deine Schläfen bedeckt sein, dass du durch einen Schlag hier drauf eben nicht bewusstlos werden kannst. Und es sollte in leuchtenden Signalfarben sein, dass man dich in den Stromschnellen auch schneller sieht. Jetzt bist du schon mal richtig angezogen. Jetzt gibt es aber auch noch ein paar Utensilien, was du unbedingt mit dabei haben solltest. Einer davon ist der Wurfsack. Den Wurfsack brauchst du in erster Linie, um Schwimmer aus Stromschnellen oder aus Walzen zu bergen. Dazu, bevor eben dieser Ernstfall eintritt, übe am besten mit dem Wurfsack auf dem Trockenen. Schau, dass du zielgenau werfen kannst. Dazu einfach ein bisschen Seil aus dem Sack geben und versuchen, deinen Gegenüber zu treffen, um ihn dann halt wirklich in der Notsituation an Land ziehen zu können. Bei einer Rettungsaktion kann es auch mal passieren, dass sich das Seil um dich wickelt oder um Gegenstände wickelt und du in dem Fluss quasi hängen bleibst. Und damit das nicht passiert, nehme bitte immer ein Messer, ein Rettungsmesser mit, um dich aus dem Seil wieder befreien zu können. Achte aber bitte darauf, dass es ein Messer ist, was du mit einer Hand bedienen kannst. Neben dem Rettungsmesser solltest du auch noch eine Signalpfeife an deiner Schwimmweste haben. Die dient einfach zur Kommunikation, um auf dich aufmerksam zu machen, sei es jetzt, ob du schwimmst oder mit dem Wurfsack am Ufer stehst. Und zum Schluss gibt es noch zwei Sachen, die du unbedingt mitnehmen müsstest. Das ist einmal Erste-Hilfe-Set, um dich zu verarzten, und einmal ein kleines Reparaturset, um dein Packraft zu verarzten. Bei dem Erste-Hilfe-Set würde ich dir eins empfehlen, was du wasserdicht eben verpacken kannst. Hier habe ich ein paar Pflaster, ein paar Druckverbände, ein paar Schmerztabletten drin, und ich nehme auch immer in meiner Schwimmweste hier vorne noch eine Rettungsdecke mit. Die ist dazu wichtig, um dich vor Unterkühlung zu schützen. Für uns Packrafter ganz wichtig, nimm noch ein Erste-Hilfe-Set für dein Packraft mit. Hier sind einfach unterschiedliche Kleber und Materialien dabei, um ein Loch auf Natur flicken zu können. Ist unglaublich wichtig. Was genau alles da drin ist, zeige ich dir noch in einem separaten Video. Yeah, für mich geht es jetzt endlich nochmal aufs Wasser. Ich habe euch unten in der Infobox alles nochmal verlinkt, was ich als die persönliche Schutzausrüstung empfinde. Schaut es euch bei mir auf dem Blog auf packraftexplorers.de. Da habe ich euch zu jedem nochmal eine genauere Erklärung dazu geschrieben, was ihr unbedingt mit dabei haben solltet. Schaut es euch an. Ich gehe jetzt Packraften. Ciao, euer Tom von Packraft Explorers. Geil, für mich geht es aufs Wasser. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Jetzt bist du schon mal richtig angezogen. Wie jetzt, wenn man sich keinen zweiten Satz merken kann. Für uns Packrafter. Auch nochmal. Nochmal kurz Energy. Also, ist das zweitwichtigste. Du wolltest erst mit. Ja, aber bleib am besten so stehen. Und dann katapultierst du näher. Also lass laufen, lass laufen. Also.